Hallo meine Lieben, wir sind gerade aus dem Oman zurückgekommen und sehr glücklich und erholt. Noch vor kurzem konnte ich mir den Oman nicht als Reiseziel mit Kleinkindern vorstellen. Unsere Erwartungen wurden aber übertroffen und jetzt wäre ich bereit, jederzeit dorthin wieder in den Urlaub zu fahren. Es ist schön, sauber und sicher. Die Omanis sind sehr freundlich und bemühen sich merkbar um Kinder. Falls ihr dieses Land auch als Urlaubsort für eure Familie betrachtet, bleibt dran, denn dieses Video kann euch sicher bei den Vorbereitungen helfen. Oman ist ein muslimisches Land, es wird von euch aber nicht verlangt, auf der Straße ein Kopftuch zu tragen, außer ihr geht in die Moschee. Die Kleidung soll respektvoll sein. Das heißt keine offenen Schulter für die Damen oder kurze Kleider und die Herren sollen keine Shorts anziehen. Zumindest habe ich oft solche Schilder auf den Gebäuden gesehen. Ich glaube, dass man bei den Kindern nicht so streng ist. Ich habe aber vor allem wegen der starken, strahlenden Sonne den Kindern etwas Leichtes, aber langärmliches angezogen. Man soll auch bedenken, dass die Unterschiede zwischen den heißen Temperaturen draußen und den klimatisierten Räumen enorm sind. Ende Oktober hatten wir um die 35 Grad und strahlende Sonne. Und wenn man ins Hotel oder ein Restaurant kommt, war er plötzlich richtig kühl. Man soll daher für die Kinder unbedingt etwas zum Drüberziehen dabei haben. Toiletten. Vielleicht etwas ungewöhnlich, aber wichtig zu wissen. In omanischen Toiletten gibt es einen Wasserschlauch, den man statt Klopapier verwendet. Klopapier findet ihr natürlich im Hotel, in großen Restaurants, in der Oper, aber ihr werdet genug Toiletten ohne Klopapier finden. Dafür aber sehr nass, weil jeder in der Toilette diesen Wasserschlauch benutzt. Einfach vorbereitet seid, wenn ihr dorthin mit den Kindern geht. Mit den Wellen war von Anfang an etwas komplizierter. Schon am Flughafen nach der Landung probiert man sich einzuloggen und man sieht, dass es einen kostenlosen Internetzugang gibt. Man bräuchte aber einen Code dafür und diesen Code kriegt man nur in einem bestimmten Automaten. Am Anfang habe ich den überhaupt nicht gefunden. Erst beim Abflug haben wir so etwas gesehen und die Schlange war riesig. Mein Mann hat gleich nach der Ankunft in Maskat, gleich am Flughafen, eine omanische SIM-Karte mit Datenvolumen besorgt. Das war sehr praktisch. Übrigens, auch in anderen öffentlichen Gebäuden gibt es oft zwar ein gratis Wi-Fi, gratis WLAN, aber man kann sich dort nur mit einer omanischen Nummer anmelden. Wenn ihr mit eurer Familie oder Freunden in Verbindung bleiben wollt, solltet ihr wissen, dass Skype, Telegram und WhatsApp-Anrufe in Oman blockiert sind. Ihr sollt daher vor der Reise euch eine VPN-App installieren oder halt schon dort, um in Verbindung zu bleiben und diese Probleme zu vermeiden. Geld wechseln. Omanische Real sind an den Dollar gebunden. Falls ihr also Dollars habt, teilt es sich aus, sie zu wechseln. Bitte beachtet aber, dass man die Geldscheine ab dem Jahr 2009 wechseln kann. Bei den Älteren bekommt ihr entweder einen schlechteren Kurs oder sie werden gar nicht gewechselt. Preise. Und wenn wir schon vom Geld reden, Oman ist ein sehr teures Land. Einkauf von Restaurants, Lebensmittel, Museumsbesuche sind relativ teuer. Und dafür würden euch die Benzinpreise das Herz erwärmen. Und jetzt ein bisschen von unseren eigenen Erfahrungen und Empfehlungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon in Dubai wart. Maskat und Dubai sind unglaublich verschieden. In Maskat findet ihr überwiegend niedrige Gebäude, meistens beige oder weiß. Dubai will mit Hochhäusern beeindrucken. Etwas grob gesagt, ich finde, dass viele nach Dubai kommen, um Spaß zu haben. Diese Stadt bietet unglaublich viele beeindruckende Attraktionen. Nach Maskat kommt man eher, um die Kultur und diese exotische Welt kennenzulernen. Aber wir haben Kinder und wir haben unter anderem nach einem Hotel mit Schwimmbad und gutem Essen gesucht. Weil ich selber zuerst gedacht habe, dass Oman eine Alternative zu Arabischen Emiraten ist, habe ich sogar nach einem Hotel gesucht, wie in Dubai, mit einer Halbpension. Wir haben das vor 2 Jahren in Dubai echt genossen, also Frühstück und Abendessen, dazwischen schwimmen, besichtigen. Aber man findet nur wenige Hotels in Maskat, die so etwas anbietet. Meistens muss man sich um Abendessen selber kümmern. Wir haben im Hotel Intercontinental gewohnt, gleich neben der Oper.
was auch von unserem Fenster zu sehen war, war sehr schön. Meeresblick ist, glaube ich, noch ein Stück schöner. Wir haben das beim Vorbeigehen in einem anderen Zimmer gesehen, aber ist halt auch teurer. Das Hotel war riesengroß und unglaublich elegant, eine eigene Art des Vergnügens. Es gab nur 3 Aufzüge, doch überraschenderweise mussten wir nie lange warten. Für die Anzahl der Gäste war es echt bewundernswert. Das Frühstück hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Viele Teigwaren, indische vegetarische Speisen, frisches Obst und Gemüse, andere warmen Angebote. Die Eierspeisen in verschiedenen Variationen konnte man sowie Kaffee und Tee beim Kellner bestellen. Und wenn wir schon vom Essen reden, unsere schönste Erfahrung war das polynesische Buffet beim Trader Vic's. Gleiches Lokal wie beim Frühstück, aber ganz andere Atmosphäre und Qualitätsniveau beim Essen. Es kostet 25 Real inklusive alkoholfreie Getränke. Unter anderem ganz tolle alkoholfreie Cocktails. Für 35 Real gibt es auch alkoholische Getränke dabei. Wenn ihr Meeresfrüchte liebt, so ist dieses Buffet sicher etwas für euch. Es war so frisch und schön angerichtet. Man isst ja, wie man sagt, auch mit den Augen. Fleischgerichte und vegetarische Speisen waren auch dabei. Den Kindern hat das Ganze auch sehr gut geschmeckt und sie haben sehr viel getrunken und das war alles kostenlos für die Kinder. Eine günstige, aber nicht gerade einfach zu erreichende Möglichkeit zu essen ist das Lokal 712. Die Gegend schaut nicht so toll aus, dafür war das Essen sehr gut und den Kindern hat es auch gut geschmeckt. Das waren aber unsere ersten Stunden in Mascat, wo wir gegen 6 in der Früh gelandet sind. Die Kinder waren auch dementsprechend müde. An einem Abend waren wir in der Mall neben der Oper zum Abendessen. Ein türkisches Steakhouse, sehr elegant und super Essen. Ist sehr gut mit einem Spaziergang neben der Oper kombinierbar. Dieses Gebäude ist sehr beeindruckend, bei Tag und bei Nacht. Einmal waren wir auch bei Ikea essen und das war sehr spannend auch. Das haben wir bis jetzt nur 2-mal erlebt, in China, in Shanghai und jetzt eben in Mascat, in Oman, dass man nicht das schwedische Essen bekommt, sondern eben das einheimische. Aber in China hatten wir chinesisches Essen, so wie wir das von chinesischen Restaurants in Europa gewohnt sind, mit diesem portionierten Reis, mit Frühlingsrollen, mit Sojasauce und so wie man halt das gewohnt ist. Das isst man in China meistens nie. Und selbst die Chinesen gehen eben chinesisch essen zur Ikea wie etwas Besonderes, weil sie das sonst nie erleben. Und in Oman war es alles natürlich im so schönen orientalischen Stil. Ich habe einen Lamm bekommen, sehr gut. Und auch andere Speisen waren so einheimisch. Wir haben meistens nur gefrühstückt und Abend gegessen. Und für unsere Ausflüge haben wir immer eine Jaus aus dem Hypermarket, I don't know, Lulu geholt. Und ich muss euch sagen, das gehört sicher zu den 3 besten und größten Lebensmittelgeschäften, die wir je gesehen haben. Also die Vielfalt und die Mengen sind einfach hinreißend. Also wir haben immer was Gutes für unterwegs gefunden. Wir waren insgesamt 6 Tage in Oman. Seitdem wir mit Kindern reisen, versuchen wir das Programm so zu koordinieren, dass es neben Ausflügen auch ruhige Tage gibt. Die Kinder haben zum Beispiel viel Freude im Hotel eigenen Pool gehabt. Sie sind gerade 4 geworden und brauchen noch keine wilden Rutschen. Ich weiß noch nicht, ab welchem Alter so ein Schwimmbad für sie zu langweilig wird. Momentan passt das perfekt zum Schwimmen lernen. Und das Tolle war auch der Zugang zum öffentlichen Strand. Der Sand war so angenehm für die Füße. Wir haben es alle sehr genossen. Aber genauso wollten sie die Kamele sehen. Einmal haben wir sie entlang der Straße beobachtet. Sie haben sicher zu einer Farm gehört. Die vorderen Füße waren gebunden und sie haben sich sehr langsam bewegt. Außer einem Kamel, der plötzlich ganz schnell zu uns gekommen ist. Das war ein eher erschreckendes Erlebnis für mich und auch für die Kinder. Da habe ich ehrlicherweise Angst gehabt. Bei der Kamelfarm, die wir ein paar Tage später besichtigt haben und die sehr verlassen und schmutzig ausgeschaut hat, waren die meisten Kamele auch frei unterwegs. Es ist irgendwie sehr schmutzig hier. Es liegt alles hier rum, weiß nicht warum.
So eine schmutzige Kamelfarm habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber das war irgendwie gar nicht so stimmungsvoll und das hat eher traurig ausgeschaut. Ich kann euch diesen Ort nicht wirklich empfehlen. Sehr beeindruckend war aber unser Ausflug nach Nizwa und Besichtigung der Festung Fort Nizwa. Es war sowohl für uns als auch für die Kinder sehr spannend. Ich habe aber immer eine Panik, dass die Kinder irgendwo hin runterfallen und man muss auf jeden Fall gut aufpassen. Und natürlich haben wir die Märkte besucht und die Vielfalt der Gewürze sowie den guten Duft vom Weihrauch genossen. Wir sind auch im berühmten Bhima Sinkhole geschwommen. Es war wirklich schön und erfrischend. Das war's für heute. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, mein Name ist Xenia und wir reisen sehr viel und sehr gerne mit unseren Zwillingen. Sie sind gerade 4 geworden und haben schon 95 Flüge hinter sich. Als ich mich selber auf unseren allerersten Flug vorbereitet habe, konnte ich nur wenig Informationen finden. Deswegen habe ich mich entschieden, in diesem Kanal von den Reisen zu berichten und mit euch Informationen und Tipps zu teilen. Bis zum nächsten Video!